Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am M2 um Ölwechsel und einmal die Ansaugwege kontrollieren. Ich möchte jetzt im Juni einen Track Day in Dijon machen. Auf der Strecke war ich noch nie, ist auch ein bisschen weiter. Es wäre mein erster Track Day Besuch nach dem Turboladerwechsel. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen mit dem Auto gefahren, aber auch nicht viel. Ist zeitlich immer schwierig. Und damit das hoffentlich alles gut geht, will ich jetzt heute, wie gesagt, auf jeden Fall einen frischen Ölwechsel machen und eben nochmal die Ansaugwege kontrollieren. Damit meine ich die sozusagen Charge Pipes, also da, wo Druck ist, vom Turbolader raus in Richtung Ladeluftkühler. Wir haben ja hier so einen Ladeluftkühler, der eben die warme Luft abkühlt, indem da kühles Kühlmittel durchströmt. Also hier ist so ein, unterhalb der Motorabdeckung, haben wir unseren Wärmetauscher bzw. halt den Ladeluftkühler, der mit Kühlmittel funktioniert. Und ja, da kommen eben jetzt hier die entsprechenden druckseitigen Leitungen von den beiden Turboladern an. Und bei der Einleitung war mir ja am neuen Turbo schon diese Schraube abgerissen beim Festziehen. Und da musste ich das ausbohren. Und jetzt habe ich da so ein Provisorium mit so einer Mutter und einer Unterlegscheibe. Ich habe es, glaube ich, gewechselt auf eine Mutter, die eben gleichzeitig auch eine Unterlegscheibe noch dran hat. Also es ist halt nicht mehr original da hinten. Und wie gesagt, jetzt für den Rennstreckeneinsatz will ich das nochmal kontrollieren. Hier oben habe ich schon nachgezogen, also an den beiden Eingängen zum Ladeluftkühler. Da ist es fest. Jetzt muss ich halt da unten kontrollieren. Da kommt man allerdings nur ran, wenn man die Domstrebe abbaut. Auch das habt ihr ja schon ein-, zweimal bei mir gesehen. Und dann eben hier den Luftfilterkasten von der Beifahrerseite, den muss ich noch rausnehmen. Zum Lösen der Domstrebe braucht ihr eine 13er Nuss für die ganzen Schrauben. Dann darauf achten, vorne sind kürzere Schrauben als hinten, das solltet ihr nicht verwechseln. Und wenn ihr die dann gelöst habt, also wir haben hier vorne 2 Stück und jeweils rechts und links am Dom oben nochmal 2 Stück. Ich habe da bei mir eben entsprechend das aus der Verkleidung ausgeschnitten, damit ich da leichter rankomme, weil ich das Fahrzeug eben hauptsächlich für den Track Day nutze und sonst muss man immer so viel abbauen. Deswegen habe ich mir das da entsprechend zurechtgeschnitten. Normalerweise müsstet ihr noch die Plastikverkleidung abbauen, ist bei mir jetzt nicht notwendig. Und wenn ihr die 13er Schrauben gelöst habt, habt ihr hier noch eine 10er Schraube am Behälter für die Kühlflüssigkeit, die auch lösen. Und dann könnt ihr die Domstrebe rausnehmen. Ich packe euch mal in den Zeitraffer und dann bauen wir das schnell ab. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man die Domstrebe da relativ schnell wegbekommt. Wie gesagt, bei mir halt jetzt noch schneller, weil ich eben da entsprechende Wartungslöcher in die Verkleidung geschnitten habe. Jetzt, wo der Luftfilterkasten raus ist, können wir hier auch reinschauen. Und dann geht es hier um diese Leitung, die vom Turbolader kommt, die mit der Schraube befestigt ist. Schau ich mal, hält das hier? Jo, hält. Also das scheint noch fest zu sein. Da würde ich auch ungern nochmal nachziehen, weil da habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass diese Schrauben gerne abreißen. Das ist mir nämlich da hinten passiert. Und zwar dort die Schraube, die ihr da sehen könnt, dieses silberne, die ist mir abgerissen. Ihr könnt es nicht sehen, Kamera stellt nicht scharf. Jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen. Und da ist eben eine Unterlegscheibe drunter. Und das möchte ich jetzt noch kontrollieren. Dafür muss ich jetzt diesen Schnorchel hier vorne nochmal wegbauen. Dafür hat es da oben eine Mutter oder beziehungsweise eine Schraube. Und dann kann ich da hinten nochmal kontrollieren, wie fest das sitzt oder ob ich das nochmal nachziehen muss. Das ist eigentlich jetzt die einzige Kontrolle, die ich noch gerne machen möchte, wenn die Kamera mal scharf stellt. Genauso. So, das baue ich jetzt auch mal noch schnell aus, hier den Ansaugtrichter, und dann gucken wir mal, ob das da hinten noch fest sitzt. So, jetzt habe ich den Ansaugschnorchel noch abgebaut. Das ist also sozusagen Frischluft, die zum Turbolader geht. Der saß, wie gesagt, hier mit der einen Schraube befestigt und dann da drauf gesteckt. Ich habe jetzt in den Ansaugbereich des Turbos hier das Tuch gemacht, damit da nichts reinfällt. Und da hinten ist die Schraube. Ich habe jetzt hier bereits geprüft. Also das ist bombenfest, da wackelt nichts. Das habe ich auch geprüft. Das ist auch fest. Beziehungsweise, wie gesagt, da traue ich mich jetzt nicht fester anzuziehen, aufgrund der schlechten Erfahrungen mit den Schrauben. Also das passt, das ist in Ordnung. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach nochmal wieder alles zusammenbauen. War, wie gesagt, nur eine Kontrolle, um da sicher zu gehen.
damit mir da nicht irgendwo Ladeluft flöten geht oder halt irgendein Problem entsteht. Heißt, ich baue das jetzt hier wieder zusammen und dann widmen wir uns dem Ölwechsel. Denn das ist eigentlich das Wichtigste, dass er halt frisches Öl hat, wenn es jetzt dann auf die Rennstrecke geht. So, vielleicht noch ein kleiner Tipp beim Wiedereinbau des Luftfilterkastens, den wahrscheinlich manche gerne übersehen oder, sage ich mal, was vielen vielleicht nicht bewusst ist. Deswegen habe ich jetzt auch hier meine Catch-Can. Ich habe ja hier sonst normalerweise die Catch-Can sitzen. Die habe ich jetzt auch schnell abgebaut, weil ich sonst da nicht ordentlich rankomme. Und habe auch gleich die Catch-Can geleert. War wieder ein bisschen Wasser drin. Also würde ich auch jedem empfehlen, dass ihr euch da so eine Catch-Can installiert, damit da eben diese Öl-Wasser-Dämpfe rausgefiltert werden. Aber worum es geht, beim Einsetzen des Luftfilterkastens, schaue ich mal, ob die Kamera da wieder Lust hat, das zu markieren oder nicht. Dort unten seht ihr so einen kleinen schwarzen Clip. Ich versuche das in der Nachbearbeitung besser kenntlich zu machen, indem ich reinzoome und das highlighte. Und diesen Clip, der ist unten auf so einem Drehteller gelagert. Das heißt, ihr könnt ihn um 360 Grad frei rotieren. Und wenn ihr den Luftfilterkasten ansetzt, solltet ihr darauf achten, dass dieser Clip eben genau sich da auf diese Metallnut drauf abstützt oder auf dieser Metallnut abstützt, damit er richtig sitzt. Außerdem eben auch darauf achten, dass der Luftfilterkasten da sauber in der Luftführung drin sitzt, damit euch da auch keine Luft verloren geht und ihr eben möglichst viel frische Luft kriegt. Das ist das, worauf man achten sollte. Ich fummel das jetzt zusammen. Wie gesagt, als Hinweis für euch, wenn ihr den einsetzt, am besten hier dann an der Seite kontrollieren. Ihr könnt da auch mit der Hand hinfassen. Ich zeige euch das einmal. So kommt ihr an diesen Halteclip aus Gummi und könnt ihn eben rotieren. Also das als Hinweis, ich baue jetzt weiter zusammen. So, jetzt habe ich meine Catch-Can wieder verbaut. Die Schraube hier, da gebe ich immer 20 Newtonmeter drauf. Ihr seht ja, die ist jetzt wieder in der gleichen Position wie vorher. Der Punkt ist außen. So hatte ich das damals auch markiert. Das passt. Die Schraube da hinten, der habe ich 10 Newtonmeter gegeben. Die 10 Newtonmeter und die 20 sind jetzt keine offiziellen Angaben. Das habe ich jetzt halt immer gemacht. Die offiziellen Angaben für die Domstrebe, die habe ich aber. Die werde ich euch dann gleich noch mitteilen und beziehungsweise einblenden, wenn ich es jetzt verschraube. Denn jetzt sind wir hier fertig. Luftfilterkasten sitzt wieder. Schellen sind wieder verbunden. Ich habe die Rohrleitungen kontrolliert. Das scheint alles dicht zu sein. Ich habe, wie gesagt, die Catch-Can geleert. Habe hier die Anschlüsse wieder aufgebracht und hier halt wieder darauf geachtet, dass die Catch-Can bzw. die Schläuche seitlich von der Catch-Can sind. Deswegen hatte ich ja damals die Catch-Can auch unten mit Gummi ummantelt, dass da nichts reiben kann. So, damit wären wir jetzt mit den Vorarbeiten fertig und wir wechseln jetzt, wie gesagt, in den Zeitraffer, wie ich die Domstrebe wieder ansetze und da blende ich euch dann die Drehmomentangaben für die jeweiligen Schrauben ein. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen. Wie gesagt, diese Schrauben, die die Domstrebe fixieren, bekommen 28 Newtonmeter. Alle bekommen 28 Newtonmeter. Hier vorne sind die kurzen, da hinten die langen, da bitte darauf achten. Zu der Schraube steht nichts im Handbuch, steht nur festziehen. Ich habe jetzt 10 Newtonmeter drauf gegeben. Ich habe hier auch die Schrauben alle versucht, circa auf 12 Uhr zu markieren. Das heißt, so würde ich dann feststellen, wenn sich da was löst. Wie gesagt, circa auf 12 Uhr zu markieren, 100%. Habe ich das jetzt nicht geschafft, weil ja, die Perspektive mich so ein bisschen verleitet hat, das anders zu markieren. Aber ich sag mal so, die Schrauben sind jetzt in der Flucht von der Domstrebe fixiert, genauso wie die Schrauben auch in der Flucht von der Domstrebe fixiert sind. Insofern ist das ein guter Anhaltspunkt. Jetzt sind wir hiermit fertig und jetzt geht es an den Ölwechsel. Dazu lasse ich das Fahrzeug ein bisschen warm laufen. Wir machen jetzt heute den Quick and Dirty Ölwechsel. Bedeutet, ich werde einfach nur hier an der Seite
das Fahrzeug hochheben, dann hier ein bisschen drunter kriechen, die Ölablassschraube lösen, Öl ablaufen lassen, das Fahrzeug wieder absenken auf der Seite, sodass es wieder gerade steht, also ohne Hebebühne das Ganze machen, bis eben alles rausgelaufen ist. Dann wieder anheben, Ölablassschraube wieder festmachen und entsprechend Öl einfüllen. Aber wie gesagt, jetzt zuerst lasse ich den ein bisschen warm laufen und dann geht es jetzt für euch gleich im Zeitraffer weiter. So, jetzt ist etwas passiert, was super ärgerlich ist. Gott sei Dank hat mir mein Nachbar mal wieder das Leben gerettet. Und zwar in irgendeinem Kommentar vor nicht allzu langer Zeit hat jemand geschrieben, dass diese magnetischen Ablassschrauben dazu tendieren abzureißen. Ich hatte den Kommentar auch noch im Hinterkopf, habe aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer hat das Gehirn nicht richtig geschaltet und ich wollte die wiederverwenden. Und noch keine 10 Newtonmeter, also ich hatte den Drehmomentschlüssel auf 10 Newtonmeter eingestellt und bereits vorher ist die Schraube beim Eindrehen auf einmal ganz weich geworden und dann hatte ich den Kopf in der Hand und ihr seht hier, wenn die Kamera scharf stellt, jawohl, wie das abgerissen ist. Das heißt, der Kopf war weg und der Rest von dem Gewinde, was super dünn ist, also eine mega Fehlkonstruktion, da kann ich dem Kommentarschreiber nur beipflichten, schmeißt diese Schrauben sofort weg. Ich habe ja hier noch welche, ich hatte noch welche. Eine haben wir zersägt, um zu testen, wie wir damit umgehen können. Das heißt, wir haben künstlich bei einer guten Schraube den Kopf abgesägt, um dann zu testen, ob wir den Magneten, der hier drin sitzt, hier sitzt jetzt so ein Magnet, ob man den dann rausgeschlagen bekommt. Und ja, den bekommt man dann ganz leicht rausgeschlagen. Und dann hatte mein Nachbar die fantastische Idee, dass wir unten, weil da steckte noch der Rest vom Gewinde drin, und der Magnet, dann haben wir unten mit einem Splintentreiber den Magnet nach innen geklopft und dann hatte er so ein Spezialwerkzeug, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, habe ich mir jetzt auch bestellt. Damit kann man zum einen Löcher bohren, wenn Schrauben abreißen, das ist dann so ein Führungsstift und dann kann man durch den Führungsstift den Bohrer ansetzen, dass das schön mittig und gerade ist und danach kann man entsprechend so einen Sechskant eintreiben in das Restgewinde und das dann rausschrauben. Das war jetzt bei dem hier gar nicht notwendig, weil das so weich und einfach war. Da konnte er diesen Sechskant einfach so einführen und das restliche Gewinde mit der Hand rausdrehen. Das heißt, man kann das hier erkennen, hoffe ich jetzt zumindest mal im Video, das Gewinde ist super sauber. Ich zeige euch auch gleich unten nochmal das Gewinde. Das ist also nicht in Mitleidenschaft geraten und dadurch, dass es magnetisch ist, ist es auch so, dass wir den nach dem Rausdrehen des Restgewindes haben wir einfach mit dem Splint, mit dem wir vorher den Magnet reingeschlagen haben, dann den Magnet aus der Ölwanne rausgefischt, den haben wir da sozusagen oben am Gewinde liegen lassen, das ist dann beides rausgeplumpst. Also der hat mir wieder das Leben gerettet, mein Vermieter. Das war echt super und wie gesagt, an alle, die diese Schrauben noch haben, schmeißt die sofort weg. Jetzt, wo man das sieht, das ist eigentlich eine Frechheit, dass sie das auf den Markt bringen. Diese dünne Wandstärke, das ist wirklich, ich werde auch 55 Parts schreiben, von denen hatte ich das, dass es eine Sauerei ist, dass sie so ein Zeug verkaufen. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Das ist die Originalablassschraube. Ich denke, man kann ganz klar erkennen, wo hier die Unterschiede liegen. Also verwendet diese Schrauben nicht. Sie machen euch das Leben zur Hölle. Jetzt hätte ich gesagt, setze ich die Originalschraube ein und dann füllen wir Öl auf.
jetzt habe ich Öl aufgefüllt. Ich habe jetzt auch eben den Motorölstand-Messzyklus angestoßen im Fahrzeug. Mit 25 Newtonmeter habe ich jetzt hier den Ölfilter wieder angezogen, die Ölablassschraube mit 20. Jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis sagt. Okay, Ergebnis ist top. Wir sind knapp unter Maximum, das ist perfekt. So muss das sein. Dann mache ich mal aus. So, damit sind wir jetzt mit den Vorbereitungen für den Trackday fertig. Ich werde noch die Reifen irgendwann wechseln jetzt demnächst. Aber das war echt eine Odyssee mit der Ablassschraube. Also Gott sei Dank hat mein Vermieter da die richtige Idee gehabt und das richtige Werkzeug. Wie gesagt, falls das gerade nicht gut zu hören war, 25 Newtonmeter hier am Ölfiltergehäuse und unten die Ablassschraube habe ich mit 20 Newtonmeter angezogen. Ansonsten, bevor ihr diesen Motorölstand-Messzyklus starten könnt, müsst ihr das Fahrzeug ein bisschen warm laufen lassen. Ich habe da jetzt so circa eine Viertelstunde warm laufen lassen. Dann war es möglich, die Messung anzustarten. Sind jetzt kurz unter Maximum. Ist eigentlich optimal, hätte ich gesagt. Insofern sind wir für heute durch. Ich zeige euch nochmal die abgerissene Schraube. Wie gesagt, verwendet die bitte auf gar keinen Fall. Nehmt nur die Originalschrauben. Die haben zwar kein Magnet, aber das will keiner, dass einem da unten die Schraube abreißt. Also wenn wir die jetzt so nicht rausbekommen hätten, hätte ich den ganzen Motor wieder anheben müssen, die ganze Achse unten abschrauben, um die Ölwanne rauszunehmen. Das wäre echt gruselig geworden. Also da habe ich nochmal Glück im Unglück gehabt. Deswegen bitte, bitte nutzt die Originalschrauben. Und das sind, wie gesagt, diese besagten Problemschrauben. Nutzt die Schrauben bitte nicht, werft die weg, schickt die zurück, wenn die noch neu sind. Wobei, wahrscheinlich zurücknehmen werden sie die nicht. Ich frage auf jeden Fall mal an bei 55 Parts. Den Kommentar, den jemand hinterlassen hatte, der meinte, die gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr zu kaufen. Wahrscheinlich wegen der Problematik. Und wie gesagt, wenn man sich anschaut, wie dünn die Wand ist und wie dieses Konstrukt aufgebaut ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja, es ist wirklich, ich verstehe es nicht, warum diese Aftermarket-Sachen dann relativ häufig eben so schlecht verarbeitet sind. Das ist wirklich irgendwie traurig, aber gut, so ist es eben. Wie gesagt, als Info verwendet die nicht. Wenn euch das passiert und ihr den glücklichen Umstand habt, wie bei mir, dass die so abreißt, dann nehmt ihr einen Splintentreiber und klopft von unten vorsichtig den Magneten durch das Gewinde. Der ist da nicht fest verbunden. Und dann nehmt ihr eben so ein Rausdrehwerkzeug, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, und dann kriegt ihr das Gewinde da hoffentlich, so wie ich, sauber wieder raus, ohne irgendwelche Probleme. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. In dem Fall glaube ich auf jeden Fall. Das mit den Schrauben ist, denke ich, auf jeden Fall hilfreich. Auch der Tipp, wie man sie wieder rauskriegt. Insofern würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.